Hi Bonsai-Freaks, herzlich willkommen zurück bei Bonsai Leben. Heute gibt es mal eine Spezialfolge. Heute ist nix normal, denn wie ihr seht, heute bin ich nicht alleine. Heute sind wir gleich ein ganzes Bonsai Leben-Team. Luis und Jessica haben von Bonsai gar keine Ahnung und genau das ist unsere Herausforderung in der heutigen Folge. Wir schicken die beiden los, Bonsai-Rohmaterial zu kaufen. Und egal, was die uns hier am Ende hinstellen, Christian und ich müssen es gestalten und müssen das Beste da rausholen. Wie das aussieht, ob wir es schaffen und wie die externe geheime Jury am Ende unsere Bäume bewerten wird, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich bin der Norm von Bonsai Leben. Viel Spaß! Gestalter Christian und Norman. Das Einkäuferteam Luis und Jessica. Jo Leute, und wir wollen auch nicht lange rumreden. Wir starten direkt mit der Challenge, direkt Action hier, so wie das bei Bonsai Leben üblich ist. Ihr wisst, wie das ist, Leute. Es gibt keinen Wettbewerb und keine Challenge ohne Regeln. Und die werde ich jetzt mal kurz den Damen hier vortragen, damit die auch wissen, was los ist. Also Mädels, erlaubt sind Bäume, holzige Sträucher, Pflanzen für draußen. Nicht erlaubt sind fertige Bonsai, Zimmerpflanzen, krautige Pflanzen, Gräser und Stauden. Ja? Okay. Kein Googeln. Keine Hilfe von uns beiden per Telefon oder ähnliches. Keine Bonsai-Fragen an den Verkäufer. Ja? Allgemeine Fragen sind erlaubt. Ja? Das sind im Wesentlichen die Regeln, aber keine Sorge, ihr braucht nicht so skeptisch zu gucken. Die Regeln befinden sich auch noch hier in diesen Umschlägen. Ja, da könnt ihr nochmal nachspicken, wo sich auch das Geld drin befindet. Ja? Die Mädels kriegen ein bestimmtes Budget. Und hier drin befinden sich unsere beiden Namen. Derjenige, der mich zieht, kauft eine Pflanze für mich und diejenige, die ihn zieht, kauft die Pflanze für Christian. Das waren im Wesentlichen die Regeln. Und jetzt schicken wir diese beiden hübschen Mädels los. Die sind ab jetzt auf sich alleine gestellt. Hier, ich übergebe euch jetzt feierlich diese Umschläge. Ja, aber bitte keine Schuhe davon kaufen. Danke. Ja. Ich bin immer noch bei den kräutigen Pflanzen. Ja. Dürfen wir schon reingucken? Bitte erst im Auto öffnen. Mädels, ich wünsche euch alles Gute. Viel Glück. Ihr macht das schon. Auf Wiedersehen. So, jetzt sind wir unterwegs zum Pflanzmarkt Förde. Wir sind schon total gespannt, wem wir gezogen haben im Umschlag. Und was uns da erwartet an Bäumchen. So, liebe Bonsai-Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind mit den Umschlägen wohlbehalten im Gartencenter in Förde angekommen und sind schon gespannt. Was es hier alles gibt. Jetzt kommt die große Enthüllung. Jetzt werden wir sehen, wen wir gezogen haben. Und vor allem Wie viele Moneten da drin sind. Money, genau. Dann schauen wir mal. Was ist das? Ah, wichtig, nochmal die Regeln. Sehr gut. Trommelwirbel, ich habe gezogen den 50 Euro? Norman. Warum so wenig? Also Da habe ich natürlich Christian. So gut. Da werden wir mal sehen, was wir für die Mäuse hier 50 bekommen. Euro. Da müssen wir aber mal im Budget das nächste Mal arbeiten. 50 Euro, lieber Norm von Bonsai Leben. Da habe ich aber mit mehr gerechnet. Ob wir hier richtig sind? Ist jetzt die Frage, ist das krautig, ne?
Also für mich ist holzig alles, was mit Holz zu tun hat, ehrlich gesagt. Ist nicht jeder Stamm irgendwie ein bisschen aus Holz? Nee, Also, gibt auch so Gummistämme. keine Sträucher war das auch, ne? Also sowas hier zum Beispiel, das ist ja nicht aus Holz. Das ist ja so gummig quasi. Hat ja nichts mit Holz zu tun. Aber wenn ich gucke, was der da draußen macht, wenn er da seinen Draht und sowas um die Äste dann, und um diese Zweige, das ist ja immer aus Holz. Das ist ja immer holzig. Genau. Und deswegen brauchen wir Holziges. Ich würde gern mal hier reingehen. Ich habe da was entdeckt. Ach nee, das sind ja Apfelbäume und sowas. Das, Kann man das nicht auch draten? weiß nicht. Ich glaube nicht. So, das ist ein Hinweis. Das ist ein Hinweis, genau. Japanischer da gehen wir Garten. mal rein. Da werden Aber wir dürfen, fündig werden. wir dürfen aber keine Bonsai. Ja, aber dann kann ich ja mal gucken, wie so ein Bonsai, was das überhaupt für Sorten sind. Das gefällt mir. Kann man da draten? Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, Dass dass der Christian sowas irgendwie im Garten stehen hat, als zumindest so ein Ahorn, als Bonsai. Aber bleibt er das ganze Jahr über der in hat der sowas, Farbe? glaube ich, japanischer Fächerahorn. Aber ich weiß nicht, gilt so eine Pflanze dann jetzt als Bonsai schon oder nicht? Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu verstehen. Das fällt schon mal voll ins Budget. Aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob das erlaubt ist. Weil das ist ja auch nicht... Guck mal bitte, das ist doch auch nicht holzig, oder? Doch, gilt das als holzig, das ist so wabbelig. Halbschattengeschützte Lage, mittelgroßer Strauch. Steht da noch was Holziges drauf? Der ist für mich holzig. Und den fände ich sehr herausfordernd, muss ich mal sagen. Ja, der sieht auch hübsch aus. Den könnte ich mir gut vorstellen im Garten. Was ist das? Federbäumchen, Feinlein, schmaler Wuchs. Da muss der ja hier jedes einzelne Ding mit Draht umdrahten, ne? Ja. Boah, der kriegt doch einen Anfall, der kriegt doch eine Krise. Ja, das ist ja... Muss ich ja Aber ich nicht glaube, machen. der hatte auch Spaß dran. Das ist erstmal mein erster Baum, den ich mir für mich mal festhalte, für den lieben Norman. Und dann schauen wir mal, ob es der auch am Ende wird. So, den finde ich auch. Azalea, was ist das? Die haben immer so komische Namen. Azalea japonica. Finde ich auch interessant, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir nicht am Holzweg sind. Boah, sowas will ich haben. Ja. Guck mal, wie das hält, wie das da hängt. So sehe ich morgens auf, wenn ich aufstehe. Das wäre auch eine Herausforderung. Ist für mich auch holzig. Ich will, dass der 48 Stunden durchdrahten muss. Ja, ich möchte auch was sehr wie nennt man? Anspruchsvolles möchte ich. Ölweide. Aber die sieht schön aus, ne? Ja, Wenn du mal so guckst. das hier finde ich auch schön. Ja. Finde ich auch schön, genau. Oder sowas hier, guck mal. Ist mit Pieksen inbegriffen. Oh, holzig. wäre das frech, ey. Das wäre sehr frech. Der ist bestimmt auch gar nicht zugelassen. Da steht nicht, dass es nicht irgendwie pieksen, beißen oder kratzen darf. Bäume, holzige Sträucher, Pflanzen für draußen. Bäume sind bestimmt auch immer holzig, ne? Ja, klar sind Bäume immer holzig. Pflanzen für draußen. Finde ich auch sehr cool. Was steht da auf dem Schild, Luis? Kannst du mir das mal vorlesen? Buchsblättrige Stechpalme. Ach, wie so ein Buchsbaum als Palme, ne? Finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Hecken? Oh Gott, nein. Verwendung. Was steht da? Hausgärten, Hecken, Gräber. Aber finde ich cool. Ist bestimmt auch eine Schweinemaloche. Hast du schon was Gar nichts. ins Auge gefasst? Nee.
Ich denke ja dann dass das zusammen im Garten zusammenpassen muss. Und ich überlege, was so alles im Garten vom Christian vertreten ist. Und merke, dass ich einfach nicht einen einzigen Strauchbaum oder sonst was benennen kann. Können wir auch einfach eine hübsche Statue kaufen? Auch das. Auch das. Ich hätte gerne irgendwie so was Schönes mit einer Blüte dran. Was eine schöne, nicht nur so Blätter. Ich möchte irgendwie sowas hier. Ja, da habe ich gerade auch drauf geguckt. Das gefällt mir gut. Und es ist pink. Das wird dem Christian nicht gefallen. Deswegen gefällt es mir noch besser. Aber ich weiß nicht, ob das... Mal, das ist holzig. Aber wenn man hier schneidet, ist bestimmt nichts mehr über. Hör mal, der hat schon Bäume geschnitten, die waren größer als ich. Und danach waren hatten die Kleidergröße 56. Ja, so riesige Bäume hat er so klein gemacht. Naja, trust the process, würde ich sagen. Ne? Ich finde das gut. Ich mag das. Wie teuer ist das denn? 11,90 Euro. Da gibt es noch ein Oberteil bei H&M, was ich gesehen habe. Der ist auch sehr schön. Ja, und der ist nicht so mickrig. Eukalyptus. Ich glaube, ich habe mich entschieden, welchen Baum ich nehme. Hast du dich entschieden? Ich bin fertig, ja. Dann haben wir den ersten fertig. Du nimmst den? Das geht dich gar nichts an, was ich nehme. Guck mal, das finde ich auch schön. Oh. Ich will das hier. Das ist hübsch und das passt ins Budget. Passt es? Ja. So. Ich habe mich entschieden. Also tatsächlich muss ich sagen, ich gucke mir hier die ganzen Sachen an und versuche mir schon so einen Bonsai vorzustellen, wie die auf den Regalen stehen. Ja, Und ich habe irgendwie gar keine Vision. ich auch nicht. So, komm, ich zeige dir mal den Baum, für den ich mich entschieden habe. Ich habe mich tatsächlich für den entschieden. Boah, bist du bekloppt oder was? Was meinst du, was der flucht, wenn er das Ding da drahten muss? Naja, aber Ja. das sollte doch gehen, oder? Oder ist Steigt davon aus. oder ist das nicht oder ist das nicht erlaubt? Man könnte auch den nehmen hier, den finde ich auch hübsch. Ich möchte ja auch nicht übertreiben, aber den finde ich sehr hübsch. Und wenn der richtig schön gedrahtet ist, dann muss wahrscheinlich sehr viel abgeschnitten werden. Wenn der richtig schön gedrahtet ist mit den Blüten nächstes Jahr, kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Ja, auf geht's. Oder ist das hier zu wabbelig? Die gibt es ja auch noch mal eine Nummer kleiner, vielleicht eine Nummer kleiner. Ich glaube, ich nehme den. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ja. So, liebe Bonsai-Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind fündig geworden. Wir zwei Süßen machen uns jetzt hier noch einen schönen Nachmittag im Pflanzengarten in Förde und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen der Gestaltung. Tschüss. Tschüss. Okay, auf geht's. Sind wir bereit? Auf geht's. Wir kommen! Umdrehen! Oh mein Gott, die kommen, die kommen, die kommen. Spannung steigt. Da bin ich ja mal gespannt, was die uns jetzt hier gleich hinstellen. Ich tippe auf was Blühendes und du? Blühendes oder Nadelbaum. Seht schon mal. Jesus Christus. Okay, gute Ja, Größe. das ist schon mal von der Größe her, ja, sieht nach Strauch aus, ne? Oh, Ja, Mädels. Erste Überraschung, wer für wen? Welcher ist für wen? Wer hat wen gezogen? Ja, Das hin und würde ich her. auch mal gerne wissen. Da Hin macht die und Sache her. ja auch noch interessanter. Hin Ich und glaube, ich her. sehe da schon Blüten. Ach du. jemand Rotes auf Heilige. jeden Fall. Hin und her. Wer hat wen? Komm. ist für Boah. Aha, okay. Komm, wir packen nacheinander aus, okay? Okay.
Oh, komm, mach du zuerst. Nee, ich will das Rote sehen bei dir. Ah, okay. Das blüht. Ihr müsst gleichzeitig. Nein, Doch. nein. Bin sehr gespannt. Boah, Junge, bitte, lass dir gut sein. Wow, eine Azalee, Junge. Jo, alter Schwede. Ich hab dir gesagt, die kommen mit was Blühendem Mann. Junge, was ist das denn, ey? Film mal auf die Verzweigung. Die hätte ich mir niemals ausgesucht. Nein. Never ever. Okay, du hast ganz viele Hauptstämme. Ja. Ich hab direkt so Clump-Style im Kopf, ja. Okay. Ja, boah. Okay. Aber wenigstens Azalee ist wenigstens schon mal ein Baum, der in der Bonsai-Gestaltung sehr oft vorkommt. Guck mal. Heißt das Gewächs nochmal? Piris Cupido. Okay, Voll aufgeregt. Ey, da muss ich selber erstmal recherchieren, was das überhaupt ist. Aber ich sehe hier schon Gestaltungsmöglichkeiten. Die habe ich auch gehabt, genau die Version habe ich auch Auf jeden Fall mehr als hier. Ja, Das wird eine Herausforderung werden, mein Freund. Warte Mit die Hand los. Das wird eine Herausforderung, aber ich jeden werde Fall. dich fertig machen. Ich glaube, Leute, das wird richtig spannend. Ja, Mädels, erzählt doch mal, wie war denn der Einkauf? War es stressig für euch? War das überfordernd? Oder kamt ihr klar? Wie ist das überhaupt abgelaufen? War aufregend. Ja? Ja, fand ich schon, weil also ich persönlich gar keine Vorstellung hatte. Ich habe nur immer holzig im Kopf gehabt. Ja, hast du dir gut gemerkt. Ne? Und habe gedacht, also ich erzähle mal einfach, was ich mir bei dem Baum gedacht habe, dass der auf jeden Fall sehr herausfordernd ist. Das war für mich mein größtes Ziel, was ich für dich hatte. Wolltest du mir wieder aufbürden? Naja, ist okay. Ich nehm die Challenge an. Ja, aber ich dachte halt auch, ja klar, die Blüten sind auf jeden Fall hübsch, typisch Frau, ne? Ja, Azalee geht immer. Aber ich dachte mir halt, also am spannendsten finde ich halt eigentlich, was am Ende aus so viel Volumen entsteht, was du daraus machst. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich den mal, Ja, ne? darauf bin ich auch gespannt. Das weiß ich noch nicht. Das ist schon ein herausfordernder Baum, muss ich ganz ehrlich sagen. was hat dich dazu bewogen, den Gewinnerbaum hier rauszusuchen? Oh, ich der war ganz gute Anlagen hat. ehrlich, da bin ich ja sehr überrascht drüber. Ich dachte ja am Anfang erst, ob das überhaupt reicht, da irgendwie was rauszugestalten. War am Anfang sehr überfordernd. Ne? Sehr viele Pflanzen, man wusste gar nicht, was ist genau geeignet, was nicht. Aber ja, das stand da so und ich dachte, ach, das wird der Christian doch bestimmt hinkriegen. Ne? Da kriegen wir was Schönes raus. Mädels, ihr habt einen guten Job gemacht. Fantastische Auswahl, finde ich. Es hätte schlimmer kommen können, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Los geht's mit der Gestaltung. Demnächst bei Bonsai Leben Spezial. Boah. Ich gehe ja ganz stark davon aus, das war ja eine geplante Manipulation. Oh, Jesus Christus, ey, hab ich gar keinen Bock auf diesen Scheißbaum, ne? Leck mich doch am Arsch, ey. Ja, geht dir langsam die Düse, ja? Jetzt, wo du meinen halbfertigen Baum siehst.